Anna und Beraterin besprechen Bewerbungsunterlagen. Bereit für unser Training heute, Anna? Ja, ich bin ziemlich nervös. Das ist völlig normal vor Bewerbungen. Welchen Satz sollte ich zuerst lernen? Beginne mit: Vielen Dank für die Einladung. Das bedeutet, danke für das Gespräch. Genau, es zeigt deine Höflichkeit direkt. Vielen Dank für die Einladung, richtig? Perfekt ausgesprochen, Anna. Jetzt kommt: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das heißt, ich bin glücklich über heute. Richtig. Es zeigt deine positive Einstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gut. Nun zur eigenen Vorstellung. Sage: Ich habe mein Studium erfolgreich abgeschlossen. Das bedeutet, ich bin fertig mit Uni? Ja, erfolgreich klingt besonders gut und professionell. Ich habe mein Studium erfolgreich abgeschlossen. Jetzt betonen wir deine bisherige Erfahrung. Nutze: Ich konnte bereits praktische Erfahrungen sammeln. Das bedeutet, ich habe schon gearbeitet? Genau, es geht um Praktika oder Jobs. Ich konnte bereits praktische Erfahrungen sammeln. Wunderbar, du machst das echt toll. Danke, aber die Grammatik ist schwer. Keine Sorge, wir üben das ganz ruhig. Probiere: Meine Stärken sind Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Was genau bedeutet Teamfähigkeit in Deutsch? Dass du gut mit anderen zusammenarbeitest. Ah, okay, das bin ich definitiv. Meine Stärken sind Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit heißt, dass man dir vertrauen kann. Ein wichtiger Satz ist auch deine Motivation. Sage: Ich interessiere mich sehr für diese Stelle. Das heißt, ich will den Job wirklich? Ja, es zeigt dein echtes Interesse. Ich interessiere mich sehr für diese Stelle. Jetzt ein Satz für deine Ziele. Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Das bedeutet, ich will mehr lernen? Exakt. Du suchst nach neuen Herausforderungen. Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Sehr schön, Anna. Bleib ganz ruhig. Was sage ich über meine Sprachkenntnisse? Nutze: Ich spreche fließend Englisch und Japanisch. Und mein Deutsch ist noch in Arbeit. Sag einfach: Ich verbessere täglich mein Deutsch. Das klingt ehrlich und sehr motiviert. Jetzt der Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Das sagt man am Ende, oder? Richtig. Verabschiede dich immer mit einem Lächeln. Vielen Dank für das nette Gespräch. Du bist bereit für den Erfolg, Anna. Anna und Beraterin üben Vokabeln. Sollen wir nun wichtige Begriffe lernen? Ja, Vokabeln sind
Meine größte Schwäche. Das erste wichtige Wort ist der Lebenslauf. Das bedeutet die Liste meiner Erfahrungen. Genau, dort steht alles über deine Karriere. Mein Lebenslauf ist 2 Seiten lang. Sehr gut. Das nächste Wort, das Vorstellungsgespräch. Oh, das ist ein sehr langes Wort. Ja, es bedeutet einfach das Interview selbst. Ich habe morgen mein erstes Vorstellungsgespräch. Perfekt. Kennst du das Wort die Stellenausschreibung? Ist das die Anzeige für den Job? Richtig. Dort stehen alle wichtigen Anforderungen drin. Ich lese die Stellenausschreibung sehr genau. Ein weiteres Wort ist die Qualifikation. Das sind meine Zertifikate und Diplome. Exakt. Alles, was du gelernt hast. Ich habe viele Qualifikationen aus Japan. Das klingt professionell, Anna. Wie nennt man die Firma? Der Arbeitgeber. Und ich bin dann die Arbeitnehmerin? Ganz genau. Du hast das System verstanden. Ein wichtiges Wort ist auch die Kernkompetenz. Das Wort klingt sehr kompliziert, oder? Es bedeutet einfach, was kannst du besonders gut? Meine Kernkompetenz ist das digitale Marketing. Sehr gut. Jetzt zu der Arbeitsvertrag. Das ist das Papier, das ich unterschreibe? Richtig. Darin stehen deine Rechte und Pflichten. Ich hoffe, ich bekomme bald einen Arbeitsvertrag. Kennst du den Begriff? Die Probezeit. Das sind die ersten Monate zum Testen? Ja, meistens dauert sie 3 bis 6 Monate. Die Probezeit macht mir ein bisschen Angst. Keine Sorge, du bist sehr fleißig. Wie sagt man Gehalt noch? Die Vergütung. Vergütung klingt viel förmlicher als Lohn. Das stimmt. Es wird oft in Verträgen genutzt. Über die Vergütung sprechen wir später. Ein letztes wichtiges Wort. Die Vollzeitstelle. Das bedeutet 40 Stunden pro Woche arbeiten? Genau, im Gegensatz zu einer Teilzeitstelle. Ich suche definitiv eine passende Vollzeitstelle. Du hast heute wirklich viel gelernt. Danke, Sophia. Die Wörter sind jetzt klarer. Du wirst morgen einen tollen Eindruck machen. Ich werde die Vokabeln heute Abend wiederholen. Viel Erfolg bei deinem großen Termin, Anna. Danke. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Anna spricht mit dem Beamten über das Jobcenter-Anliegen. Guten Tag, entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte einen Termin bei meinem Sachbearbeiter vereinbaren. Wie ist Ihr Name und Ihre Kundennummer bitte? Mein Name ist Anna Sato. Einen Moment bitte. Kein Problem. Nehmen Sie sich ruhig die Zeit.
Hier ist mein Ausweis und meine Kundennummer. Danke. Sie sind hier bei Herrn Müller gemeldet. Genau, Herr Müller ist mein zuständiger Sachbearbeiter. Ich sehe hier leider keinen freien Termin heute. Das ist schade. Gibt es nächste Woche Möglichkeiten? Nächsten Dienstag um 10 Uhr wäre etwas frei. Dienstag um 10 Uhr passt mir. Sehr gut. Dann trage ich das für Sie hier ein. Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Herr. Müller ist mein Kollege. Ich bin Herr Schmidt. Entschuldigen Sie, Herr Schmidt. Danke für die Anmeldung. Gerne. Haben Sie sonst noch weitere Fragen heute? Brauche ich für den Termin spezielle Papiere? Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis unbedingt mit. Alles klar, den habe ich immer dabei. Haben Sie sonst noch ein Anliegen an mich? Nein, das war alles für den Moment. Danke. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Dienstag, Anna. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei dem Termin. Anna und Sachbearbeiterin besprechen Dokumente. Ich verstehe das Formular leider. Noch nicht ganz. Das ist völlig in Ordnung. Gehen wir es durch. Was genau bedeutet die Bedarfsgemeinschaft hier unten? Das bedeutet, mit wem Sie zusammen leben. Ah, ich lebe allein, also schreibe ich das? Genau. Sie kreuzen hier einfach Einzelperson an. Danke. Das Ausfüllen ist für mich recht schwierig. Haben Sie alle Unterlagen für den Antrag dabei? Ich habe meine Mietbescheinigung und den Arbeitsvertrag mit. Das ist sehr gut. Brauchen wir noch mehr? Fehlt vielleicht noch eine Kopie meines Ausweises? Ja, eine Kopie wäre für den Antrag wichtig. Kann ich die Unterlagen morgen nachreichen, bitte? Ja, das ist absolut kein Problem, Frau Sato. Das Formular ist so kompliziert und lang. Deutsche Bürokratie ist oft sehr gründlich, Anna. Ich möchte keine Fehler beim Ausfüllen machen. Deshalb gehen wir Schritt für Schritt alles durch. Muss ich dieses Feld hier auch ausfüllen? Nein, das ist nur für den internen Gebrauch. Gut, dann bin ich fast fertig damit. Sie haben das sehr schnell verstanden, wirklich. Danke für Ihre Geduld und Ihre Hilfe. Sehr gerne. Wir sind ja hier, um zu helfen. Dann reiche ich die restlichen Unterlagen morgen nach. Perfekt. Kommen Sie einfach wieder an diesen Schalter. Anna führt ein Vorstellungsgespräch mit dem Personalchef. Vielen Dank für Ihr Kommen zum Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals für die Einladung. Erzählen Sie mir bitte kurz etwas über sich. Sehr gerne. Ich bin Anna und komme aus Japan. Ich habe in Japan mein Studium erfolgreich abgeschlossen.
Und welche Erfahrungen bringen Sie für uns mit? Ich konnte bereits praktische Erfahrungen im Marketing sammeln. Ich habe schon 2 Jahre in einer Agentur gearbeitet. Suchen Sie eher eine Teilzeit- oder eine Vollzeitstelle? Ich suche definitiv eine passende Vollzeitstelle bei Ihnen. Was sind Ihrer Meinung nach Ihre größten Stärken? Meine Stärken sind meine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen. Das klingt nach einem sehr guten Profil, Anna. Haben Sie auch meinen Lebenslauf genau gelesen? Ja, Ihre bisherigen Stationen sehen sehr überzeugend aus. Haben Sie noch Fragen zu der offenen Stelle? Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Wir arbeiten meistens in kleinen, kreativen Teams. Das klingt nach einer sehr interessanten Herausforderung. Haben Sie noch weitere Fragen zu dem Unternehmen? Gibt es Möglichkeiten für mich weiterzuentwickeln? Ja, wir bieten regelmäßig interne Schulungen für Mitarbeiter. Das freut mich sehr zu hören. Dankeschön. Wir melden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen. Vielen Dank für das angenehme Gespräch heute. Auf Wiedersehen, Anna, und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ich hoffe auf eine Zusage. Anna stellt sich beim Personalchef vor. Erzählen Sie mir etwas über sich, Anna. Sehr gerne, Herr Wagner. Ich komme ursprünglich aus Japan. Dort habe ich Business Administration studiert. Und warum sind Sie jetzt in Deutschland? Ich möchte hier meine Karriere starten. Ich lerne jeden Tag fleißig Deutsch. Ihr Deutsch klingt schon sehr gut. Danke. Ich gebe mir wirklich viel Mühe. Ich bin eine sehr ehrgeizige Person. Anna erläutert ihre Berufserfahrung gegenüber dem Personalchef. Welche Erfahrungen haben Sie im Marketing? Ich habe 2 Jahre in Japan gearbeitet. Dort war ich Junior Content Managerin. Was waren Ihre genauen Aufgaben dort? Ich habe Werbetexte für Social Media geschrieben. Außerdem habe ich kleine Kampagnen geplant. Das passt sehr gut zu unserer Stelle. Das freut mich wirklich sehr. Ich kenne mich mit SEO gut aus. Haben Sie auch mit Tools gearbeitet? Ja, ich kenne Google Analytics sehr gut. Anna spricht mit dem Personalchef über Stärken und Schwächen. Wo liegen Ihre persönlichen Stärken, Anna? Ich bin sehr zuverlässig und pünktlich. Teamarbeit macht mir besonders viel Spaß. Und was ist eine Schwäche von Ihnen? Ich bin manchmal ein wenig zu ungeduldig. Wie gehen Sie mit dieser Ungeduld um? Ich atme tief durch und bleibe ruhig. Ich arbeite aktiv an meiner Geduld.
Das ist eine sehr ehrliche Antwort. Danke. Ich möchte mich immer verbessern. Anna erklärt dem Personalchef ihre Motivation. Warum möchten Sie genau bei uns arbeiten? Ihre Firma hat einen sehr guten Ruf. Ich finde Ihre aktuellen Projekte spannend. Welches Projekt hat Ihnen besonders gefallen? Die neue Kampagne für nachhaltige Mode. Das ist schön zu hören, Anna. Ich identifiziere mich mit Ihren Werten. Nachhaltigkeit ist mir persönlich sehr wichtig. Wir suchen Mitarbeiter mit dieser Einstellung. Dann passe ich perfekt in Ihr Team. Anna klärt mit dem Personalchef die Arbeitszeiten. Wir arbeiten hier oft in Gleitzeit. Das bedeutet, ich bin zeitlich flexibel. Genau, Kernarbeitszeit ist von 10 bis 15 Uhr. Das passt perfekt zu meinem Sprachkurs. Wann machen Sie Ihren Kurs denn immer? Mein Kurs ist immer am späten Abend. Überstunden können manchmal auch vorkommen. Das ist für mich gar kein Problem. Ich bin sehr engagiert bei der Arbeit. Sehr gut, das hören wir gerne. Anna bespricht mit dem Personalchef die Problemlösung. Was tun Sie bei Stress im Büro? Ich erstelle mir zuerst eine Prioritätenliste. Dann arbeite ich alles ruhig nacheinander ab. Und wenn ein Kunde sehr unzufrieden ist? Ich bleibe freundlich und höre aktiv zu. Eine Lösung finden ist mein Ziel. Das ist die richtige Einstellung im Service. In Japan habe ich das oft geübt. Ruhe bewahren ist meine kleine Superkraft. Ein toller Satz, das gefällt mir. Anna nennt dem Personalchef ihre Gehaltsvorstellungen. Was haben Sie für Gehaltsvorstellungen, Anna? Basierend auf meiner Erfahrung und dem Markt stelle ich mir 40.000 € vor. Das liegt am oberen Ende unseres Budgets. Ich biete dafür eine sehr hohe Qualität. Wir müssten darüber noch einmal intern sprechen. Das verstehe ich natürlich voll und ganz. Mein Fokus liegt auf einer langfristigen Zusammenarbeit. Das schätzen wir sehr an Ihnen. Über das Gehalt können wir sicher verhandeln. Anna diskutiert mit dem Personalchef über Team- und Einzelarbeit. Arbeiten Sie lieber allein oder im Team? Ich mag beides, je nach Aufgabe. Konzepte erstelle ich lieber in Ruhe allein. Und die Umsetzung der Projekte? Das macht im Team viel mehr Freude.
Wir legen hier viel Wert auf Austausch. Ich lerne gerne von erfahrenen Kollegen. Das ist eine gesunde Einstellung, Anna. Gemeinsam erreicht man einfach viel mehr. Da haben Sie absolut recht. Anna stellt dem Personalchef eigene Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich? Ja, wie groß ist das Team genau? Wir sind aktuell 8 feste Mitarbeiter. Gibt es Möglichkeiten für regelmäßige Weiterbildungen? Ja, wir unterstützen Kurse sehr gerne. Das ist mir für meine Zukunft wichtig. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Wie sieht die Einarbeitung für Neueinsteiger aus? Sie bekommen einen Mentor an die Seite. Das klingt nach einem tollen Start. Anna beendet das Gespräch mit dem Personalchef. Vielen Dank für das nette Gespräch, Anna. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Wir melden uns bis Ende der Woche. Ich freue mich schon auf Ihre Nachricht. Haben Sie noch einen guten Heimweg. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen und bis bald hoffentlich. Auf Wiedersehen, Frau Sato. Ich bin jetzt wirklich sehr erleichtert. Das haben Sie auch toll gemacht.